Ja, guten Morgen. Gestern haben wir den Ausblick ja gar nicht mehr so gesehen, weil es schon eigentlich dunkel war. Aber man hat noch so ein bisschen vom Strand gesehen. Und wir wussten, dass es eigentlich ziemlich schön sein sollte. Aber es ist wirklich unglaublich schön. Es ist wie eine Postkarte zum Anschauen. Da kann man schon die ersten kleinen Dünen sehen. Sieht schon ganz beeindruckend aus. Dani chillt. Und ich glaube, ich sitze jetzt schon seit über einer halben Stunde einfach nur hier, genieße die Sonne und den Ausblick. Und das ist so schön. Wir haben unsere Küche aufs Dach verlagert. Das ist so cool. Heute machen wir einen Ausruhtag, genießen die schöne Aussicht, das Wetter. Ich sitze extra im Schatten, weil es in der Sonne einfach zu heiß wäre. Und ja, es ist noch nicht mal Mittag, das heißt Mittagssonne kommt noch. Und das ist richtig, richtig schön. Und die Wohnkabine von den beiden ist noch ganz neu, also da haben sie noch ein paar Sachen zu tun. Und ja, heute machen wir einen Tag Pause. Das ist mein absoluter Lieblingsplatz hier im Defender. Also so auf der Matratze hinten und man sieht so das ganze Auto und dadurch, dass wir halt alle Scheiben noch quasi frei und durchsichtig haben, ist es so schön. Und dann links sieht man das Meer, rechts sieht man den coolen Truck. Haben wir schon wieder eine neue Kamera? Ja, Vollformat 16 mm. Marina und Michael haben nämlich ein Affentempo, weil die müssen ja auch bald wieder nach Hause, im Gegensatz zu uns. Und deswegen müssen wir wirklich schauen, dass wir, wenn wir kurz ein bisschen Ruhe und Zeit haben, das Video fertig machen, damit wir quasi mit ihnen reisen können und trotzdem unser Videoprojekt aufrechterhalten können. Das Problem ist nämlich, dass sie auch schon weniger Schlaf brauchen als wir. Das heißt, es geht auch nicht, dass wir am Abend arbeiten. Das heißt, wir müssen immer früher ins Bett gehen. Und ja, es ist ein bisschen schwierig, aber noch klappt es ganz gut. Ja, wir haben vom Vorbesitzer vom Defender noch einen Ersatzluftfilter mitbekommen, weil er ihn angeblich nur im Zweierpack bestellen konnte und er ihn mal tauschen musste. Und den haben wir jetzt von Wien mitgenommen. Und weil ich halt gedacht habe, wenn es jetzt so staubig ist in der Wüste und auf jeden Fall, ja, tauschen schadet nicht. Boah. Jo. So, das war auf jeden Fall einfacher als gedacht. Genug ausgeruht für heute, wir fahren weiter. There she sits, alone with me. We are all scared to have the world at our feet. Across the countryside, all by myself. She is my ocean, my land and sea. And they're falling into your arms, and they're calling back to you again. And they're falling into your arms, and they're calling back to you again. I know, the line tonight. She is my ocean, my land and sea. Wir waren jetzt noch schnell einkaufen und machen uns jetzt auf den Weg zum Campingplatz.
Wir haben gerade die Route besprochen für die nächsten Tage, weil die Karin ja am 1. Februar nach Wien fliegt für das Begräbnis. Da fliegt sie von Casablanca. Wir wollen aber da unten noch einiges sehen. Aber wir haben jetzt eine ziemlich gute Route gefunden. Es ist super, wenn man so viel Platz hat, um zu planen. Guten Morgen. Wir haben heute auf dem Camping nördlich von Agadir übernachtet. Heute machen wir uns weiter auf den Weg Richtung Süden. Wir sind jetzt schon seit über einer Stunde in dem Maroc Telekom Shop und versuchen beide Handys mit den SIM-Karten zum Funktionieren zu bringen. Die Leute sind zwar sehr freundlich, aber es scheint irgendwie schwierig bis unmöglich zu sein. Karins Handy funktioniert schon, aber das Handy von der Marina. Zu wünschen übrig, ja. Auch das ist ein Defender mit Ziege hinten auf der Ladefläche. Coming, storming down the hallway. I am nothing but destroyed by the look on your face. And I give my hours all just for you. The bird come back to life. And they're falling into your arms, and they're crawling back to you again, and they're falling into your in dem Flussbett, da sind so viele Palmen. So viele Palmen habe ich noch nie in meinem Leben auf einem Fleck gesehen. Boah. Also das, wo wir da jetzt gerade fahren, ist schon einer der schönsten Flecken Erde, wo ich je war, beziehungsweise den ich je gesehen habe. Das ist einfach nur schön und dann kommst du in ein anderes Tal und es ist genauso schön, genauso beeindruckend, aber ganz anders. Das ist so schön, also wirklich Marokko. That I'm crossing the line tonight. She is my ocean, my land and sea. Oh. She is my ocean, my land and sea. My ocean, my land and sea. Wir sind also schon ziemlich viel gefahren und sind jetzt gerade beim Palmencamping in Tata. Palmencamping, finde ich, hört sich schon ziemlich gut an. Aber ziemlich viel gefahren ist auch relativ, weil wir sind, weiß ich, ein bisschen was über 300 Kilometer gefahren. Ja, war so viele Stunden. Ja, wir sind halt den ganzen Tag gefahren. Naja, zuerst haben wir den halben Tag beim Maroc Telekom verbracht, dann sind wir den anderen halben Tag gefahren. Boah, es geht sich geradeaus. Ja. Heute war wieder ein wunderschöner Tag. Gute Nacht.
So, wir machen jetzt noch letzte Erledigungen und Einkäufe. In der letzten, etwas größeren Stadt. Und es ist ein ganz anderes Erlebnis. Ein Kilo? Ein Kilo? Ein Kilo? Mhm. Ja. Ein Kilo? Ein Kilogramm? Ich habe gerade Popcorn gekauft. Ich habe dafür 1 Dirham gezahlt und das sind nicht mal 10 Cent. In Wien, in einem Kino würde ich dafür vielleicht 3 Euro zahlen oder 5 Euro, ich weiß nicht. There she sits, alone with me. Into your arms, and they're calling back to you again, and they're falling into your arms, and they're calling back to you again. I know that I'm crossing the line tonight. She is my ocean, my land and sea. Oh. She is my ocean, my land and sea. Oh. She is my ocean, my land and sea. Vor uns fährt ein marokkanischer Defender. Also wir wissen nicht ganz, ob es einfach nur sein tägliches Fahrzeug ist oder ob er auch auf einer Reise ist. So, die Karin macht noch Untertitel und der Campingplatz ist wirklich wunderschön. Man sieht direkt auf die Palmen. Ja. So schön. Das ist ja ein richtiger LKW und sie werden jetzt die Fahrerkabine nach vorne klappen. Und wir sind schon ganz gespannt, wie das geht und wie das dann aussieht. Ins Getriebe da. Das ist so cool.